Als ich die gesehen habe, fand ich die einfach so lustig, dass ich die einfach kaufen musste. Aber die war auch nicht so teuer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Velimir. Nach dem Unboxing von Neujahr bin ich jetzt auch mit einem thematischen Video im neuen Jahr angekommen. Und zwar zeige ich euch heute meine verrücktesten Dinge. Und das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern ganz im Gegenteil. Ich mag so kuriose Sammlerstücke, weil, naja, so normale CDs sind ganz gut und schön. Aber wenn man mal ein bisschen was hat, was nicht jeder hat und wo man sich vielleicht auch wundert, warum das veröffentlicht wurde, dann finde ich das immer ganz spannend. Und da habe ich jetzt mal 5 Sachen von ausgewählt. Fangen wir mal an mit dieser inoffiziellen Kerze. Ja, die ist wirklich sehr verrückt. Ihr seht hier, der Michael ist hier drauf und ist präsentiert als der Heiland. Die einen werden jetzt sagen, das ist Gotteslästerung oder so, aber ich finde es ganz witzig. Ich habe mir die auch nicht selbst gekauft, sondern die wurde mir mitgebracht aus Amerika. Und naja, ich finde die ganz witzig, wie er hier so die Hand hebt mit dem Glitzerhandschuh. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Als nächstes habe ich hier ein Produkt von 1999, nämlich als Promotion für das Michael Jackson and Friends Konzert in München. Ich habe es gerade die ganze Zeit falsch rumgehalten, aber jetzt könnt ihr es ja richtig rumsehen. Es ist im Checkkartenformat und wenn ich es mal umdrehe, könnt ihr auch nochmal sehen, was auf der Rückseite steht. Und hier oben steht dann, was es ist, nämlich ein Stadtplan mit Straßenbahnnetz bzw. Schnellbahnnetz steht hier drauf von München. Dort fand ja das Konzert statt. Und damit man sich als Konzertbesucher auch zurechtfand in München, kam dieser Stadtplan heraus. Finde ich total witzig. Den sieht man auch nur ganz selten übrigens bei eBay oder so. Also wenn ihr den seht, schlagt zu. Ein sehr lustiges, aber auch sehr kurioses Sammlerstück. Dann mal eine CD. Vielleicht kommt euch die nicht bekannt vor, aber es ist eine offizielle CD, die ist ausschließlich in Kolumbien erschienen und zwar im Jahr 2012. Und hier sind 2 CDs, nämlich eine CD mit Tracks von Elvis Presley und eine CD mit Tracks von Michael. Das ist die Number Ones Compilation. Hier auch nochmal die Rückseite mit der Tracklist und das ist, soweit ich weiß, der einzige offizielle Release, wo ein Michael Jackson Album bzw. eine Michael Jackson Compilation und auch noch eine Elvis Presley Compilation mit dabei ist. Hier ist noch mal die andere CD mit den Michael Jackson Tracks. Die ist sehr schwer zu finden, aber als ich erfahren habe, dass es die gibt, muss ich die unbedingt haben, weil ich halt solche kuriosen Sachen liebe. Und wie gesagt, was ganz Exklusives, eine CD Michael und eine CD Elvis. Es gibt davon übrigens auch noch eine Promo-CD, die noch seltener ist. Da bin ich noch auf der Suche. Und ansonsten, ich glaube, Frente a Frente heißt sowas wie von Angesicht zu Angesicht. Das wäre auf jeden Fall ein ganz passender Titel. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr diese CD schon mal gesehen habt oder ob ihr die vielleicht sogar auch in eurer Sammlung habt. Als nächstes dann noch eine Milchtüte. Und bevor ihr mich für völlig verrückt haltet, drehe ich die mal um. Hier ist nämlich Werbung vom Dangerous Album drauf. Ich muss gerade mal selber ein bisschen gucken. Ja genau, es geht um ein Preisausschreiben. Da kann man irgendwie eine spezielle goldene Version des Dangerous Albums gewinnen, beziehungsweise konnte man das 1991. Ihr seht schon, das ist niederländisch. Die kam nämlich in den Niederlanden raus. Und das ist vermutlich auch so das Kurioseste, was ich in meiner Sammlung habe. Eine Milchtüte, wo halt Werbung von einem Michael Jackson Album drauf ist. Aber als ich die gesehen habe, fand ich die einfach so lustig, dass ich die einfach kaufen musste. Aber die war auch nicht so teuer. Obwohl die, glaube ich, relativ selten ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass viele damals auf die Idee gekommen sind, diese Milchtüte aufzubewahren. Aber danke auf jeden Fall an denjenigen, der das 1991 gemacht hat, sodass ich die jetzt halt in meiner Vitrine stehen habe. Und das letzte ist diese Grußkarte aus Deutschland. Ihr seht schon hier diesen Jungen in diesem Bad-Outfit mit der Überschrift "Du bist für mich der Größte". Das ist eine offiziell erschienene Grußkarte und zwar irgendwann in den 90ern, glaube ich. Ja, 1991 steht hier hinten drauf. In Deutschland erschienen. Das war so eine Serie. The CD Greeting Card. Denn hier drin ist, ich hole die mal kurz raus, eine kleine 3 Zoll Single, ja, beziehungsweise so eine EP,
Hier sind nämlich 3 Tracks drauf: Billie Jean, Don't Stop Till You Get Enough und Wanna Be Startin' Something. Offiziell von Epic herausgegeben in 1991. Und naja, die Idee war, dass man die halt verschenkt und da einen Geburtstagsgruß reinschreibt, wie das übrigens auch der Vorbesitzer von meinem Exemplar gemacht hat. Hat also einen Marcel zum Geburtstag geschenkt bekommen und konnte dann diese 3 Tracks hören. Das ist auf jeden Fall der einzige Michael Jackson Release aus dieser Serie, aber es gibt noch einige von anderen Künstlern. Ich finde es ein ganz witziges Konzept und dementsprechend auch ein super Gegenstand, um den zu sammeln. Das war's von mir für heute. Ich habe die Sachen nochmal hier hinten aufgestellt, da seht ihr sie nochmal alle zusammen. Vielen Dank, dass ihr mein Video gesehen habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet und einen Kommentar schreiben würdet. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und mich auf meinem Instagram-Account besuchen würdet. Das war jetzt 2-mal würdet hintereinander, aber ich glaube, ihr werdet mir verzeihen. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis zu meinem nächsten Video eine schöne Zeit. Bis dann!